Leute, zu Schönheits-OPs hat jeder seine eigene Meinung. Manche finden die persönlich voll okay und manche halt nicht. Aber es gibt in Deutschland ein paar richtig große Probleme mit Beauty-Eingriffen. Und die gehen auch die Politik was an. Auf der einen Seite machen immer mehr ÄrztInnen krasse Werbung auf Insta oder TikTok, besonders für Filler. Das sind Botox- oder Hyaluron-Behandlungen und die absoluten Topseller im Business. Manche flexen mit den krassesten Vorher-Nachher-Bildern und da sind einige dubiose Leute am Start. Die Risiken von solchen OPs oder Spritzen werden da fast immer verschwiegen und diese Werbung zieht offenbar richtig. Die Zahl der Eingriffe gerade unter jungen Menschen nimmt immer weiter zu. Auf der anderen Seite ist der Staat mit diesem Trend scheinbar total überfordert. In Düsseldorf sind sogar schon 2 Frauen bei einer OP gestorben, weil der Arzt extrem unverantwortlich und shady war. Und der hatte vorher mit richtig extremen Videos auf Social Media Werbung gemacht. Mit strengeren Regeln für solche Werbung und für Beauty-Eingriffe allgemein hätten diese Todesfälle vielleicht verhindert werden können. Wir optimieren die Jugend zu Tode. Da frage ich mich aber, warum macht Lauterbach da nichts? Wie könnte der Staat vor allem junge Menschen besser schützen, damit sie nicht von dubiosen Ärztinnen auf TikTok zu riskanten Eingriffen verleitet werden? In diesem Video erzähle ich euch, woher der Beauty-OP-Boom kommt, wieso es bei Insta und TikTok immer mehr Werbung für Beauty-Docs gibt, was da überhaupt erlaubt ist und warum der Staat nichts dagegen tut. Es kann viele verschiedene Gründe für einen Beauty-Eingriff geben und das ist auch eine Sache, die jede und jeder für sich selbst entscheiden muss. Trotzdem müssen wir uns das Business mit Beauty-Eingriffen genauer anschauen. Wer sich entscheidet, einen Termin beim Beauty-Doc zu machen, geht meistens mit dem aktuellen Trend. Und im Trend liegt vor allem gerade das Pillowface. Das ist ein aufgepolstertes, mit Fillern unterspritztes Gesicht ohne Falten. Und dazu kommt dann meistens noch ein markanter Kiefer und volle Lippen. Das ist so ziemlich das Schönheitsideal der Gen Z und in großen Teilen das unserer kompletten westlichen Gesellschaft. Und wir kennen das wahrscheinlich alle. Schönheitsideale können ganz schön belastend sein. Sogar für Menschen, die dem Ideal schon ziemlich nahe kommen. Ich finde das traurig eigentlich, dass es heutzutage so ist. Aber irgendwo kann man sich da auch nicht von distanzieren. Weil das halt dann wieder der Druck von außen ist. Eine unmittelbare Folge davon ist, SchönheitschirurgInnen haben extrem viel zu tun. Und woher wissen wir das? Die Deutsche Gesellschaft für ästhetische und plastische Chirurgie macht jedes Jahr eine Statistik. Dafür hat sie diesmal über 1400 PatientInnen befragt. Die Zahl der Beauty-Eingriffe nimmt von Jahr zu Ganz besonders die Behandlungen mit Botox und Hyaluronsäure werden immer mehr. Beide Mittel werden gespritzt, um Falten zu glätten oder zum Beispiel Lippen aufzufüllen. Solche Mittel nennt man Filler. Solche Beauty-Eingriffe zählen zu den minimalinvasiven Behandlungen. Das sind also keine Operationen. Und genau diese Unterspritzungen werden immer beliebter, vor allem im Gesicht, bei Frauen und bei Männern. Trotzdem muss man sagen, die allermeisten von denen, die Schönheits-OPs oder Filler bekommen, sind Frauen. Und die PatientInnen werden immer jünger. Und klar, dazu haben wir auch eine Zahl und die finde ich echt krass. Mehr als 21% sind unter 30. Warum ist das so? Warum boomen Beauty-Eingriffe und besonders Filler gerade bei jungen Menschen so? Das hat verschiedene Gründe. So eine Unterspritzung dauert wenige Minuten ohne Vollnarkose. Kurze Beratung, hinsetzen, kleiner Pieks und vielleicht direkt noch einen neuen Termin ausmachen. Und eine Botox- oder Hyaluron-Behandlung kostet erstmal deutlich weniger als eine Operation. Die Kosten schwanken etwa zwischen 200 und 500 € für eine Faltenunterspritzung. Sie hängen aber auch immer von der Menge und dem Material ab, das verwendet wird. Aber dazu kommt noch eine wichtige Entwicklung. Sich Filler spritzen zu lassen, ist kein Tabuthema mehr. Und zwar auch wegen einer ganz einfachen Sache. Früher haben Klatschblätter noch über Promis und ihre Beauty-Geheimnisse spekuliert. Hat sie etwa was machen lassen? Und manchmal trendet das Thema auch heute noch. Bei vielen muss man mittlerweile aber nicht mehr lange spekulieren. Influencer drehen reihenweise YouTube-Videos oder Stories dazu. Bibi nach der Brust- und Nasen-OP. Der Arzt war gerade schon zur Nachkontrolle da. Ich habe erstmal meine Brüste gesehen. Und es ist alles super. Oder Silvi im Talk mit ihrer Ärztin. Unsere Freundschaft hat mich natürlich auch sehr gestärkt und unsere Zusammenarbeit im Sinne von viele Infos, die ich bekommen habe, dieses Freiheitsgefühl, die es mir gegeben hat, das Gefühl auch jetzt die beste Version von mir selbst zu sein. Immer mehr Influencer stehen zu ihren Beauty-Eingriffen. Meistens sind das Frauen, aber auch einige Männer reden ziemlich offen darüber. Ich weiß jetzt schon natürlich, ich meine, ich helfe ja auch hier und da schon nach mit so ein paar Tricks, sag ich mal. Und ich werde, natürlich
sehr bald mal meinen ersten Termin zum Schnippeln bestimmt haben. Tricks sind zum Beispiel genau solche Filler. Und die Offenheit geht noch weiter. Viele Influencer empfehlen ihre Beauty-Dogs ihren Followern, indem sie zum Beispiel in ihren Stories verlinken. Und tatsächlich kommen zu denen immer mehr junge Menschen mit Insta-Fotos, die dann als Vorlage dienen sollen. Das berichtet Dr. Alexander Hilpert. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Auf den Bildern erkennen Sie manchmal Makel, die Sie behandelt haben wollen oder die Sie durch Filterprogramme selber verändern. Und diese gemorften Bilder legen Sie uns dann vor und sagen, dem würde ich gerne nachkommen. Filter beeinflussen so das Schönheitsideal, aber das ist halt oft schwer zu erreichen, selbst mit Beauty-Eingriffen. Das betonen teilweise auch Ärztinnen wie Dr. Isabel Perianes. Die ist Expertin für Behandlung mit Fillern und auch ihre PatientInnen bringen oft Fotos mit. Schauen Sie, so möchte ich das haben. Sag ich, das geht nicht, weil sie anatomisch ganz andere Voraussetzungen haben. Aber es ist so, wie intensiv Dr. Hilpert, Dr. Perianes und andere ihre PatientInnen am Ende wirklich beraten oder wann sie Behandlungen ablehnen, weil die Vorstellungen unrealistisch sind, lässt sich kaum überprüfen. Andere wirklich unseriöse Beauty-Dogs können mit immer neuen Wünschen junger Patientinnen ganz schön viel Geld verdienen. Social Media können ÄrztInnen also auch für sich nutzen. Manche posten sogar eigenen Content. Sie präsentieren sich also bewusst auf den Plattformen, die ihnen richtig viel Kundschaft in die Praxis spülen. Aber wie genau sieht diese Werbestrategie aus und warum kann sie richtig gefährlich sein? Da soll die Community zum Beispiel sehen, welche Methoden ein Arzt oder eine Ärztin anbietet. Nicht operative Fettreduktion mit Sculpture. Bei Sculpture werden Fettzellen über einen Laser erhitzt, die gehen damit kaputt, gleichzeitig wird das Gewebe gestrafft und man hat eine dauerhafte Fettreduktion. Oder wie Lippen nach der Unterspritzung aussehen können. Manchmal werden Filler auch einfach nur als Wunderwaffe präsentiert. Von solchen Videos könnt ihr euch jetzt eine ganze Menge zeigen, das Internet ist voll davon. Ich habe mir echt einige davon reingezogen und dabei ist mir ganz stark aufgefallen, über Risiken solcher Unterspritzungen und OPs wird so gut wie nie gesprochen, schon gar nicht ausführlich. Dabei gibt es einige Risiken, auch bei Fillern, zum Beispiel wenn Augenringe unterspritzt werden, damit man weniger müde aussieht. Ich könnte Nerven verletzen, Gefäße verletzen, blaue Flecken. Der Patient kann, wenn ich das in ein Augengefäß praktisch spritze, erblinden, Sehstörungen bekommen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu Schlaganfällen kommen, wenn Hyaluronsäure in Blutgefäße gespritzt wird, die das Gehirn versorgen. Die sind allerdings sehr selten. Ein Forscherteam aus den USA hat eine Studie zu den häufigsten Komplikationen gemacht. Entzündung der Haut, Schwellungen und Infektionen kommen immer mal wieder vor. Beeinträchtigung des Sehvermögens passiert in deutlich weniger Fällen. Seriöse ÄrztInnen kennen diese Nebenwirkungen, klären ihre Patientinnen darüber gut auf und wissen auch, wie sie auf Komplikationen reagieren müssen, weil sie ja medizinisch gut ausgebildet sind und ihren Job im besten Fall sehr ernst nehmen. An dieser Stelle will ich auch nochmal sagen, solche Ärztinnen gibt es natürlich auch, nur vielleicht nicht immer bei TikTok. Das Ding ist aber, Filler dürfen nicht nur Ärztinnen spritzen. Und da kommen wir zu einem weiteren Problem. Viele junge Patienten und Patientinnen werden über Social Media bewusst angelockt und himmeln einige Ärzte geradezu an, ohne deren Qualifikation geprüft zu haben. Nicht nur alle ÄrztInnen dürfen Filler spritzen, sondern auch HeilpraktikerInnen. What? Klar, die lernen in ihrer Ausbildung auch was über Anatomie, aber ausgebildete und zugelassene MedizinerInnen haben dann doch deutlich mehr Wissen darüber, wo im Gesicht zum Beispiel Muskeln, Blutgefäße und Nerven verlaufen. Kosmetikerinnen dürfen keine Filler spritzen. Das Ding ist aber, um Filler zu spritzen, müssen selbst Ärztinnen oder HeilpraktikerInnen nicht mal eine Zusatzausbildung gemacht haben. Bei richtigen Schönheitsoperationen sind die Regeln dann schon deutlich strenger. Die dürfen wirklich nur ausgebildete und zugelassene Ärztinnen durchführen. Ein abgeschlossenes Medizinstudium reicht auch noch nicht. Über 6 Jahre Weiterbildung sind Pflicht. Dann dürfen sie sich erst Fachärztin für ästhetische und plastische Chirurgie nennen. Achtung, das heißt aber auch, wenn sich jemand den Titel Schönheitschirurg an die Tür schreibt, kann man sich darauf nicht verlassen. Der ist nämlich nicht geschützt. Jeder Arzt und jede Ärztin kann sich so nennen. Echte ChirurgInnen nervt das. Sie fürchten unseriöse Konkurrenz. Es muss ganz klar geklärt werden, wer darf was machen.
und wer darf sich wie bezeichnen. Zum Beispiel ein Begriff wie Schönheitschirurgie nur wirklich zulassen für diejenigen, die das auch gelernt haben und die da auch zertifiziert sind. Bei Insta oder TikTok checkt man aber erstmal gar nicht, ob ein Arzt irgendeine Zusatzausbildung gemacht hat. Wie gefährlich das werden kann, wenn man an Ärztinnen gerät, die keine haben oder einfach komplett verantwortungslos und unseriös sind, zeigt eine krasse Story aus Düsseldorf. 2 Frauen haben sich da einem sogenannten Brazilian Butt Lift unterzogen und sind an den Folgen der OP gestorben. Eine war da 42 und eine gerade mal 20 Jahre alt. Zur Erklärung, beim Brazilian Butt Lift wird Fett von anderen Regionen des Körpers abgesaugt und in den Po gespritzt. Und ey, haltet euch fest, eine von 3000 OPs endet tödlich. Meistens, weil zu viel Fett gespritzt wird und das dann in die Blutbahn des Muskelgewebes kommt. Der Arzt aus Düsseldorf sitzt inzwischen für mehrere Jahre im Gefängnis. Das Gericht geht davon aus, dass er seine Patientin nicht über die Risiken aufgeklärt hatte. Besonders krass, auch er war früher sehr aktiv auf Instagram. Sein Account war voll mit extremen Bildern aus dem OP. Und er hat sogar damit angegeben, Frauen besonders große Posts zu machen. Da frage ich mich, ist das überhaupt erlaubt, so auf Social Media Werbung zu machen? Jein. Das deutsche Gesetz erlaubt das grundsätzlich schon. Besser gesagt das Heilmittelwerbegesetz. Aber es kommt auch hier drauf an, ob es um Filler geht oder um OPs. Für OPs, also chirurgische Eingriffe, darf nicht mit Hilfe von Vorher-Nachher-Bildern geworben werden. Mir zum Beispiel als plastischen Chirurg ist es verboten, das zu zeigen, wenn ich keine medizinische Indikation habe. Und noch eine andere wichtige Regel: Werbung für Schönheits-OPs darf sich nicht ausschließlich oder überwiegend an Kinder oder Jugendliche richten. Aber bei Werbung für Fillerbehandlungen gelten diese Regeln so nicht. Ich bin bei der Recherche aber auch auf ein paar Gerichtsurteile gestoßen, die Fillerbehandlung auch als operative Eingriffe verstehen und Vorher-Nachher-Bilder verboten haben. Das scheint also eine Grauzone zu sein. Wenn da schon nicht ganz klar ist, was Phase ist, frage ich mich, halten sich diese Beauty-Dogs bei Insta und TikTok denn wirklich an diese gesetzlichen Regeln? Boah, geht so. Das habe ich im Gespräch mit den Landesmedienanstalten erfahren. Und denen ist in letzter Zeit auch aufgefallen, dass immer mehr Ärztinnen in diesem Internet Werbung machen. Wie viele Verstöße es da so gibt, konnten sie mir aber nicht sagen. Weil, jetzt haltet euch fest, es ist einfach noch komplett unklar, ob die Landesmedienanstalten wirklich dafür zuständig sind, das zu checken. Bis jetzt ist offiziell niemand zuständig. Immerhin, sie sind dran und irgendwer will irgendwann dann genauer hinschauen. Es ist aber trotzdem so, der Staat ist da echt spät dran. Seit Jahren gibt es diese Accounts von den Beauty Dogs und es werden immer mehr. Okay, aber mal angenommen, die Werbung geht klar und die Aufklärung über Risiken hat stattgefunden. Wer darf denn alles was machen lassen? Für die Eingriffe selbst gibt es erstmal nur eine kleine Hürde. Aktuell ist der Stand so, der Staat traut Jugendlichen ab 16 zu, zusammen mit ihren Eltern entscheiden zu können, ob sie ihren Körper verändern wollen oder nicht. Wer unter 18 ist, braucht die Zustimmung von Mama oder Papa. Das gilt für alle Beauty-Eingriffe, egal ob Filler oder OP. Das ist alles? Könnte der Staat nicht viel mehr tun, um junge Menschen besser zu schützen? Die Antwort ist ja. In anderen Ländern gelten zum Beispiel viel strengere Regeln. In Italien sind schon seit 2012 Brust-OPs bei Minderjährigen verboten. Und in England sind Botox-Behandlungen bei unter 18-Jährigen nicht erlaubt. Ihr seht, da geht noch was bei uns in Deutschland. Aber wird da auch was passieren? Zumindest habe ich eine Idee, welcher deutsche Minister Bock haben könnte. In der Bundesregierung sitzt nämlich einer, der 2019 ein Verbot von Schönheitsoperationen für alle unter 18 gefordert hatte. Und seine Kritik ging noch viel weiter. Das gesamte Instagram-Geschäft basiert darauf, im Prinzip Leute süchtig zu machen. Süchtig nach Likes, süchtig nach Freunden, süchtig nach Followern, süchtig nach Geld, süchtig nach, sagen wir, Schönheit, Gewichtsverlust, Sport. Alles macht süchtig. Wir optimieren die Jugend zu Tode. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Trend in die falsche Richtung, der uns auch noch langfristig sehr schaden wird. Jetzt ist Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister. Er kann endlich loslegen, neue Gesetze anstoßen, was bewegen. Wie sieht's denn aus mit dem Verbot für Schönheits-OPs bei Jugendlichen? Das wollte ich genau wissen und ich habe mal beim Gesundheitsministerium nachgefragt.
Das ist deren Antwort. Für weitergehende Verbote, etwa generelle Schönheitsoperationen bei Minderjährigen, gibt es im Gesundheitsrecht des Bundes keine Gesetzgebungskompetenz. Die Verantwortung hierfür liegt in den Heilberufs- und Kammergesetzen der Länder. Und die sind bei den Gesundheitsämtern der Bundesländer angesiedelt. Lauterbach ist also nicht zuständig. Okay, aber dann habe ich nochmal nachgefragt, ob er ja generell noch Handlungsbedarf sieht beim Thema Schönheitseingriffe bei jungen Menschen. Und auf die Frage habe ich nicht mal mehr eine Antwort bekommen. Finde ich schon mau dafür, dass er bei Hart aber fair noch so einen Rant losgelassen hat. Apropos Hart aber fair, ein anderer Gast in der Runde war damals ein bekannter Beauty-Dog, Professor Werner Mang. Er sagte, der Einfluss der sozialen Medien und wie junge Menschen sie nutzen, ist das Problem. Die werden so überflutet von Instagram, YouTubern und von Schönheit und Ästhetik. Man macht ja heute nicht mehr ein Facelifting im Instagram, sondern ein Face-Tuning. Und im Face-Tuning kann der mit einer Bearbeitungs-App genau dann seine Nase formen. Und da setzen auch Psychologinnen und andere ExpertInnen an. Sie fordern schon seit Jahren, Kids in der Schule mehr Medienkompetenz zu vermitteln. So richtig viel passiert ist da aber irgendwie nicht. In einigen Bundesländern wird gerade mal so getestet, wie es so ist, im Unterricht darüber zu reden, wieso zum Beispiel Werbung für Beauty-Eingriffe verharmlosend sein kann. Also ich habe den Eindruck, in Deutschland steht das ganze Thema Beauty-Eingriffe bei jungen Menschen nicht so weit oben auf der Agenda. Behörden laufen den Entwicklungen hinterher. Das ist übrigens auch beim Thema Influencer so. Klickt hier, da haben wir ein ganzes Video zu gemacht. Aber pennt der Staat da einfach oder will er gar nicht mehr machen? Ist es überhaupt seine Aufgabe, Kinder und Jugendliche besser vor riskanten Beauty-Eingriffen zu schützen? Wir kennen das wahrscheinlich alle. Hier und da würden wir gern was am Körper verändern. Die einen vielleicht nur an einer Stelle und wieder andere an sehr vielen Stellen. Man muss auch immer mal ein bisschen, finde ich, erstmal nicht gleich kritisieren. Heute wird alles kritisiert und überlegen, warum macht jemand was und warum hat er sich jetzt zu einem Art Kunstwerk oder was auch immer gemacht. Ich möchte so sein, wie ich mir vorstelle, dass ich aussehe. Und genau das ist in Deutschland sogar ein Grundrecht, abgeleitet von Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat 2016 nochmal ausdrücklich klargestellt: Der Mensch ist nach dem Grundgesetz grundsätzlich frei, über Eingriffe in seine körperliche Integrität und den Umgang mit seiner Gesundheit nach eigenem Gutdünken zu entscheiden. Das gilt grundsätzlich auch für Schönheitseingriffe. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist das nicht so einfach. Da hat der Staat eine ganz schön knifflige Aufgabe. Er geht davon aus, dass Minderjährige nicht immer einschätzen können, welche Auswirkungen es zum Beispiel haben kann, wenn sie sich für eine Schönheits-OP entscheiden. Deshalb will er junge Menschen davor schützen, zu krass beeinflusst zu werden, zum Beispiel auf Social Media. Im Grundgesetz ist nämlich auch geregelt, dass der Staat für den Jugendschutz in den Medien zuständig ist. Und deshalb verbietet er Werbung für Schönheits-OPs, die sich explizit an Jugendliche richtet. Und hier kommen wir nochmal zurück zu den Landesmedienanstalten. Ihr erinnert euch. Die sind nicht nur dran, zu kontrollieren, ob Beauty-Docs sich an die Gesetze für Werbung halten, sondern bei den Landesmedienanstalten gibt es noch die Kommission für Jugendmedienschutz. Und die checkt alles Mögliche an Content im Fernsehen, im Radio, aber auch auf Social Media. Und schaut, ob da was dabei ist, was Kinder und Jugendliche gefährden oder in ihrer Entwicklung negativ beeinflussen könnte. Und da ist nicht nur Werbung dabei, sondern auch das alles. Es können Angebote sein, die körperliche Ideale in einer Weise in den Mittelpunkt rücken, die ästhetisch motivierte Eingriffe am eigenen Körper, zum Beispiel Schönheitsoperationen, Anabolika für einen künstlichen Muskelaufbau, als selbstverständlichen oder normalen Bestandteil eines spezifischen Lebensstils inszenieren. Beiträge, die den Landesmedienanstalten auffallen, werden dann geprüft und möglicherweise gelöscht. Fazit: Macht der Staat jetzt genug oder zu wenig, um junge Menschen vor unüberlegten oder riskanten Beauty-Eingriffen zu schützen? Das lässt sich so pauschal natürlich nicht sagen. Dazu gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Die Frage ist eben, wie viel Jugendschutz ist sinnvoll? Deshalb sollte der Staat nicht nur über Verbote für Kinder und Jugendliche nachdenken, sondern er sollte Beauty-Docs viel strenger kontrollieren und junge Menschen dabei unterstützen, sich von den perfekten Körpern auf Insta oder TikTok nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen. Oder ihnen helfen zu verstehen, wie Schönheitsideale überhaupt entstehen und dass sie sich verändern können. Ist euch diese Werbung auf Social Media auch schon begegnet? Wie nehmt ihr sie wahr und was würdet ihr euch vom Staat wünschen? Mehr Jugendschutz oder mehr Eigenverantwortung auch für junge Menschen? Schreibt es mir in die Kommis. Keine Angst, mit unserem Abo-Button gibt es keine Komplikationen. Einfach draufklicken und den Kanal abonnieren.
Hier habe ich mir angeschaut, was die Bundesregierung für unsere mentale Gesundheit tun will. Und hier hat Reporter gecheckt, warum es durch perfekte Insta-Fotos mehr Schönheits-OPs gibt.